Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute dürfen wir ein neues Gerücht vorstellen und auch einen sehr, sehr interessanten Spieler dementsprechend. Lasst unbedingt dafür ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Um nichts mehr zu verpassen, gerne auch abonnieren, Glocke aktivieren und ab 99 Cent kann man auch Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der es macht. Und damit starten wir direkt rein. Nämlich, wir werden in Verbindung gebracht mit Nick Prelec. Das hat Plettenberg gepostet. Allgemein, er bringt sehr viele Gerüchte. Ob da meistens was dran ist oder nicht, ist dann immer unterschiedlich. Oft ist dann was dran und wir sollen an Nick Prelec interessiert sein. Da sind auch andere Vereine interessiert, ganz einfach auch warum. Er hat in der österreichischen Liga ganz gut gespielt, hat auch ein paar Scorer und ein paar Tore gemacht, das gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Hat ein gutes Profil, könnte in den FCM-Kader reinpassen. Die große Frage ist nur, für wen er dann ersetzt wird, für Marosic oder für einen Kars. Er kann beides definitiv. Er kann zur Not auch auf dem Flügel spielen, auch wenn er dafür ein bisschen groß ist. Aber zur Not könnte auch ein Kars auf dem Flügel rutschen und dafür eher in den Sturm. Also man hat die Möglichkeiten, egal wie, ihn definitiv mit einzubinden. Dann hätte man das Problem mit dem Flügel definitiv geklärt. Zur Not kann man auch einfach ohne Flügel spielen und auch einfach mit den Zehnern. Da kann man Kars auch nach hinten ziehen, der kann das nämlich auch spielen. Also man hat damit dann definitiv, wenn man ihn verpflichtet, noch mehr Optionen als vorher. Und dann würde man natürlich noch sich die Frage stellen, was denn mit Al Armstrong passiert. Denn der würde dann irgendwie ein bisschen in der Luft liegen oder den Zweikampf mit Nick Prelec suchen. Aber daher, dass er eine sehr hohe Ablöse kosten würde, wenn man ihn verpflichtet, definitiv über 1 Million, dann wäre das Ganze schon mal etwas schwieriger. Ja, so damit gucken wir das auf sein Profil, würde ich sagen, und schauen, was bei ihm so stark ist. Sein Marktwert hat sich aktuell wieder verstärkt, auch das ist klar. 1,5 Millionen. Bei Cagliari Calcio wird er trotzdem wahrscheinlich nicht reinpassen und keine Rolle spielen. Genau. Er hat mit 24 Jahren ein ganz interessantes Profil. War auch mal Nationalspieler. Und das ist schon mal ordentlich. Bei Slowenien. Bis zur U21 hat es geschafft, dann nicht mehr weiter leider. War auch ein großes Talent tatsächlich in Slowenien. Hat mit 1,87 eine interessante Größe. Das ist so ein Mittelding zwischen Riesenstürmer, also Kopfballstark und Laufstark. Auch die Größe könnte man interessant finden. Ist gerne eine hängende Spitze, Mittelstürmer oder auch rechts außen. Wenn wir dann jetzt auf seine Leistungsdaten der aktuellen Saison gucken, beziehungsweise der 24-25er Saison, können wir dann nochmal ein bisschen besser abgleichen, wie oft er wirklich rechts außen gespielt hat, nämlich kein einziges Mal. Soll er aber trotzdem können. Wie gesagt, bei Austria Wien war er komplett nur als Mittelstürmer eingeplant. Und ja, ganz einfach kann man sagen, war das auch wirklich erfolgreich. Denn in 31 Spielen in der Liga hat er 7 Tore gemacht, beziehungsweise 7 Scorer. Zudem in 5 Cup-Spielen hat er 5 Scorer gemacht und auch nochmal in der UEFA Conference League Quali ein Tor. Ja, damit war das für ihn relativ erfolgreich. Die Leihe hat auch nicht ohne Grund seinen Marktwert wieder verstärkt und war auch der klare Stammspieler. Zwischendurch mal ein Wechsel, aber grundsätzlich hat er sich sehr festgespielt. Und nun könnte er wieder den nächsten Schritt gehen. Wie gesagt, wenn wir uns den Cagliari-Kader angucken, ist da kein Platz für ihn. Da hat man bessere Stürmer, sogar um einiges bessere, mit Piccoli oder auch mit Luvumbo. Das ist definitiv ausreichend. Oder auch den Kapitän Pavoletti. Und damit gucken wir uns dann natürlich an, noch wie er kicken kann oder wie er in den FCM-Kader reinpasst. Machen wir das nämlich zuerst. FCM-Kader. Hier ist er. Wie gesagt, Marusic müsste gehen, der soll ja so oder so gehen, dann würde das wieder ganzen Sinn machen. Auch Emil Cohinia soll gehen, damit hätte man 2 Stürmer weg und einen dazu. Hat man dann 3 Stürmer-Optionen, die brauchst du definitiv im Kader. Mit Alexander Ormström, einen großgewachsenen Stürmer, er wäre so ein Mittelding und dann noch Kars. Das hättest du eigentlich alles, was du brauchst. Wie gesagt, er könnte spielen, Kars könnte dann an die Seite rutschen oder Alexander Ormström spielt und er muss auf die Bank. Das würde dann sicherlich ein Zweikampf werden. Und damit gucken wir uns direkt mal ein Tor von ihm an, was mir nämlich auch gut gefällt. Das hat mir nämlich bei Brian Texera zum Beispiel sehr gefehlt in letzter Zeit. Obwohl er das vorher immer relativ gut gemacht hat. Erstmal ein schönes Kombinationsspiel von Austria Wien, muss man auch sagen. Und dann jetzt, du läufst halt auf
2 Spieler zu, im Endeffekt den Torhüter und den Verteidiger. Man muss halt als Stürmer nervenstark sein. Und das macht er da ganz gut, macht einen Schritt nach vorne, nicht zu weit, nicht zu lang definitiv. Und dann kommt jetzt das, was mir bei Brian gefehlt hat in der letzten Saison. Das hat er nämlich davor eigentlich immer sehr gut gemacht und dadurch hat er auch seine Scorer gesammelt. Aber jetzt sehen wir das, was wichtig ist. Als Stürmer dann einfach, er sieht, der Torhüter legt sich hin, auch der Verteidiger versucht zu verteidigen, halt ganz normal. Er macht aber einen ganz einfachen Haken und spielt damit beide locker aus. Und dann hast du einfach dieses einfache Tor, was dir geschenkt wird. Und ja, es ist gar nicht mal so schwierig, wie es aussieht. Aber es macht einen Stürmer so wertvoll, wenn er genau das weiß. Der muss das halt antizipieren können. Und das kann er definitiv, wie wir das gerade gesehen haben. Und ja, das ist einfach richtig stark. Und das ist schon mal so ein Ding, was zeigt, dass er ein guter Spieler ist. Wir können auch gerne noch in ein anderes kleines Short reingehen. Das ist jetzt auch nicht so ganz interessant, weil das muss einfach ein Stürmer definitiv wissen. Das haben wir hier von Austria Wien direkt. Da kommt die Flanke rein. Der Torhüter macht halt auch extrem schlecht. Nimmt dann den Ball perfekt an. Erstmal ein schöner Touch, muss man sagen. Legt sich den auch perfekt direkt vor. Muss dann hier alle 3 Verteidiger erstmal ausspielen. Und muss dann einfach nur noch versenken. Weil kein Verteidiger sich da auch bewegt. Ist dann im Endeffekt gut gemacht von ihm. Aber auch nicht allzu schwer, den dann zu verwandeln. Das sieht man hier nochmal in der Slow-Mo. Muss den Touch dann nur nehmen. Macht ihn dann halt locker rein. Das ist dann auch keine schwere Aufgabe für so einen Stürmer seines Formats. Aber auch den musst du erstmal machen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele den bei uns auch nicht gemacht hätten, wie zum Beispiel Brian Texera. Und da fehlt es dann halt auch noch an bestimmten Qualitäten. Wie gesagt, es wäre ein sehr interessanter Stürmer, der kommen könnte. Ich würde persönlich aber erstmal eine Leihe plus Kaufoption probieren, weil sonst gehst du vielleicht ein sehr, sehr großes Risiko ein, weil er wäre sicherlich teurer als Kars, also damit wieder ein Rekordtransfer. Ob sich das dann so lohnt, muss man dann auch dementsprechend erstmal über die Leihe schauen. Ich glaube, das wäre klüger definitiv. Ein Jahr kann er noch ausgeliehen werden, vielleicht mit einer Kaufoption von 1 Million. Ich glaube, das wäre eine solide Summe. Definitiv auch sehr teuer für den FCM. Außer man verkauft jetzt noch einige Spieler und kann damit irgendwie die 1 Million rechtfertigen, aber damit würde dann auch sicherlich kein weiterer großer Transfer passieren. Auch das muss uns klar sein. Deswegen schauen wir mal, was da kommt oder was auch nicht kommt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine gute Verstärkung sein kann, wenn er auf sein hohes Niveau kommt, wie er bei Austria Wien war. Und sich vielleicht nochmal einen Ticken steigert mit der Mannschaft, die ein bisschen schneller spielt, die vielleicht besser zu ihm passt, wie gesagt. Damit hätten wir 3 richtig geile Stürmer-Typen. Alle 3 ein bisschen unterschiedlich, alle 3 ein bisschen anders. Und ja, schauen wir dann mal, was passiert. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ab 99 Cent kann man, wie gesagt, Mitglied werden, Glocke aktivieren, nicht vergessen, um keine Videos zu verpassen. Und damit, ciao Leute.